Guten Tag, mein Name ist Benjamin Talovic, ich bin 25 Jahre und ich komme aus Frankfurt, Deutschland. Ich beschäftige mich schon seit einem Jahr mit dem Thema Haartransplantation, da ich unter akutem Haarausfall leide. Natürlich kommt man dort ganz schnell auf die Praxis von Dr. Cinik, wenn man googelt und wenn man nachsieht, welche Anbieter in Istanbul sozusagen die besten sind. Dr. Cinik ist eine sehr, sehr professionelle Praxis mit einem sehr guten Ruf. Es ging schon so weit los, dass ich mich dort an sie gewendet habe per E-Mail. Mich hat umgehend am selben Tag eine Dame aus der Klinik Dr. Cinik kontaktiert, per WhatsApp und Fotos von mir angefordert. Es war sehr unkompliziert, es war eine deutschsprachige Mitarbeiterin. Sie haben für jede Sprache einen passenden Mitarbeiter da. Das heißt, ob man Englisch spricht oder nicht, ist egal. Ich habe die Fotos zugeschickt. Es ging sehr, sehr schnell. Mir wurde gesagt, dass eine Haaranalyse gemacht wird, und zwar war diese einen Tag später fertig. Mir wurden 4.000 Grafts empfohlen. Daraufhin habe ich das Angebot angenommen, mir wurde der Preis genannt, ich habe es bezahlt, ich habe die Flugtickets organisiert und das Ganze bestätigt. Es ging sehr, sehr schnell und unkompliziert. Das ganze Thema war in 3 Tagen durch. Als ich dann meinen Flug antrat, wurde ich gefragt, wann ich dann in Istanbul landen werde, da mich dort ein persönlicher Fahrer von Dr. Cinik abholen wird. Dies geschah auch. Der Flug war super, ich bin gelandet und sofort war ein Fahrer da, der mich abgeholt hat. Der hat mich zur Klinik gefahren. Es wurde ein Bluttest gemacht. Die Klinik hat 24 Stunden offen für Bluttests. Das heißt, es ist völlig egal, wann Sie nach Istanbul landen, wann Sie nach Istanbul kommen. Die Bluttests können zu jeder Tageszeit durchgeführt werden. Das Personal ist sehr, sehr nett. Es geht schon mit dem Fahrer los, der sehr herzlich und begrüßend ist. Dann kommt man in die Klinik rein. An der Tür die erste Dame am Empfang ist sehr nett, das ganze Team ist sehr nett. Man merkt, es ist alles sehr, sehr professionell abgestimmt. Die Mitarbeiter arbeiten wie ein Schweizer Uhrwerk, also es kommt auch zu keinen Wartezeiten. Das ist einfach perfekt, das ist super. Tag danach, beziehungsweise nach der Blutprobe, wurde man vom Fahrer umgehend in ein Hotel gefahren. Dr. Cinik kümmert sich da um ein sehr, sehr schönes 5-Sterne-Hotel, also das kann ich jedem empfehlen. Der Fahrer ist stets zur Verfügung, er fährt einen ins Hotel, er hilft einem beim Einchecken. Das war dann der erste Tag. Kommen wir zum zweiten Tag in Istanbul, beziehungsweise zum OP-Tag. Es ging schon morgens gut los, dass ich aufwachte, mir die Uhrzeit mitgeteilt wurde, wann ich abgeholt werde vom Fahrer. Diese war um 8 Uhr. Und ich sollte vorher reichlich frühstücken im Hotel. Da das Frühstücksbuffet kostenlos war, konnte ich da sehr, sehr gut zuschlagen und habe mich erstmal satt gegessen. Der Fahrer war pünktlich wie vereinbart um 8 Uhr da, am Hotel an der Lobby, hat mich mitgenommen, hat mich zur Klinik gefahren und dort wurde ich dann natürlich wieder herzlich empfangen. Man hat einfach ein Gefühl der familiären Wärme, wenn man reinkommt. Man merkt, dass die Mitarbeiter sich alle um einen kümmern. Man wird nirgendwo zu keinem Zeitpunkt allein gelassen. Es ist ständig einer der Dolmetscher da oder einer der Schwestern da, die sich um jede Sekunde um einen kümmern. Das heißt, man wird auf keinen Fall allein gelassen, was sehr, sehr, sehr positiv ist, was man in anderen Kliniken so vielleicht nicht hat. Kommen wir dann zum weiteren Ablauf. Ich kam rein, musste mich kurz setzen, dann wurde mir ein Zugang gelegt für den PRP, was ganz normal ist. Das ging ganz, ganz schnell. Die Schwestern, die waren sehr, sehr nett und professionell, haben alles schmerzfrei abgewickelt. Dann kam das kurze Gespräch mit dem Doktor, mit dem Herr Dr. Cinik. Das war ein sehr, sehr lieber und aufgeschlossener Arzt, der wirklich sehr, sehr kompetent ist. Also man merkt, der Mann, der weiß, was er tut, er weiß, wovon er redet. Und er gibt auch automatisch einem ein positives Gefühl, eine positive Ausstrahlung. Man fühlt sich sicher und man weiß in dem Moment auch, dass man hier beim richtigen Arzt ist, wenn man in seinem Zimmer ist. Dr. Cinik hat dann ein paar Fragen beantwortet zu Allergien, ganz übliche Fragebogen ausgefüllt und hat sich dann meine Haare angeschaut. Wir haben zusammen eine Haarlinie entworfen, die für mich sehr, sehr natürlich wirken soll, die für mich auch passt und die auch sehr, sehr, sehr gut umzusetzen ist. Dr. Cinik ist da sehr realistisch und zeigt natürlich, das ist machbar, das geht so, das bekommen wir hin. Und das ist natürlich ein sehr, sehr positives Gefühl und ja, deswegen ist man gerne hier. Nachdem man mit Dr. Cinik fertig war, musste man zum Fotografen rübergehen. Das Team begleitet einen dann zum Fotografen. Ein sehr, sehr netter, sympathischer Fotograf, macht dann vorher Fotos von dem Kopf, von der Vorderseite, Hinterseite, Rückseite. Wenn alles soweit durch ist, wird man dann fertig gemacht für den Eingriff. Man geht dann mit dem Team zum OP-Raum. Nachdem man sich die Haare geschnitten hat, die haben einen hauseigenen Friseur dort, der ist auch ein sehr, sehr sympathischer Friseur. Der schneidet die Haare dann kurz, damit man die Linien sieht, die Dr. Cinik eingezeichnet hat. Und man geht zum OP-Raum. Dort wird man dann natürlich ein bisschen umgezogen. Man wird sehr, sehr herzlich vom Team empfangen. Das ist ein mehrköpfiges Team aus 5, 6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen, die sich dann dort um einen kümmern. Die OP an sich verlief super, die Betäubung war super. Der ganze Eingriff war super, es ging sogar schneller als gedacht. Das Team war sehr super, der Humor hat gestimmt, die haben einen immer wieder entspannt und die haben einen auch immer wieder gesagt, welcher Schritt jetzt als nächstes dran ist, was jetzt gemacht wird. Das heißt, der Patient weiß zu jedem Zeitpunkt, was jetzt auf ihn zukommt, in welcher Phase man sich jetzt befindet und welche Schritte jetzt die nächsten sind. Man wird absolut nicht im Dunkeln gelassen. Nach dem Eingriff war es dann so, dass man dann
eine kleine Pause hatte. Man hatte zwischenzeitlich auch ein Mittagessen serviert bekommen von Dr. Czinnik, dass man noch mal ein bisschen zu Kräften kommt und eine Pause hat. Man konnte auch jederzeit während des Eingriffs Pause machen, wenn man mal irgendwie eine kleine Pause braucht, auf Toilette muss oder sonst was machen muss. Das heißt, die kümmern sich ja super um einen, die gehen auf alle Wünsche ein und es ist einfach Traum. Es ist einfach traumhaft, Leute. Die Mitarbeiter sind professionell eingespielt, das ist ein perfektes Team. Die wissen ganz genau, was sie tun und ich kann jedem nur den Eingriff bei Dr. Czinnik und seinem Team empfehlen. Nun möchte ich euch noch meine Erfahrung mit der Nachbehandlung stellen. Am Abend nach der Operation ist alles super verlaufen. Die hatten mir im Team vorher nach der Operation eine Tüte mitgegeben mit Medikamenten, mit Tabletten, mit einem Kissen und haben mir alles erklärt, was ich für den Abend beachten muss. Der Abend verlief schmerzfrei, es war alles super, der ganze Eingriff verlief schmerzfrei und am nächsten Morgen bin ich mit einer guten Laune aufgewacht. Dann ging es soweit los, dass der Fahrer wie vereinbart mich um 10 Uhr abgeholt hat vom Hotel. Es ging sofort zur Nachbesprechung und Abnahme der Bandagen, wie es vorher vereinbart war. Dort angekommen ist natürlich immer dasselbe Gefühl, ein herzlicher Empfang. Man weiß, man ist hier willkommen, man fühlt sich gut aufgehoben und man merkt wirklich, jeder Mitarbeiter kümmert sich einfach um das Wohl des Patienten bis zum Schluss, bis zum Abflug und selbst darüber hinaus. Ich kam an, ich wurde vom Dolmetscher begleitet und mir wurde nochmal alles erklärt. Das heißt, wir haben uns 1 oder 2 Stunden, glaube ich, hingesetzt, haben uns die Zeit genommen. Ich hatte mir Fragen notiert, mir wurden alle Fragen beantwortet von A bis Z. Die Mitarbeiter haben alle meine Fragen beantwortet, haben mir auch noch zusätzliche Tipps gegeben, haben mir gesagt, was gut und was schlecht für die Nachbehandlung ist, was sich positiv und was sich negativ auf die Haare auswirken kann. Und mir natürlich die ganzen Medikamentenabläufe erklärt, was natürlich das Allerwichtigste ist, dass man dann jetzt die nächsten 10, 15 Tage lang den Plan einhält. Und ja, dementsprechend war ich dann sehr gut informiert, hatte keine offenen Fragen mehr. Ich weiß jetzt ganz genau, was jetzt ansteht die nächste Zeit, worauf ich achten muss. Und wurde dann vom Team natürlich dann wieder herzlich verabschiedet. Mir wurde alles Gute gewünscht und ich wurde dann von deren persönlichen Fahrer zum Flughafen gefahren, wo ich dann meine Rückreise antreten konnte nach Deutschland. Und ich dann dort natürlich jeden Tag den Plan einhalten muss. Haare waschen, wie wasche ich es, welche Medikamente nehme ich ein. Was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, ist, dass die Dr. Czinnik Klinik mir gesagt hat, sie wollen ständig Fotos von mir haben, sie wollen das Ergebnis ständig mit kontrollieren und wollen das alles überwachen. Das heißt, es ist nicht so wie bei manchen anderen Kliniken, dass man allein gelassen wird. Die Nachkontrolle ist immer noch da, selbst Monate nach der Operation kann man sich ständig dann noch kontaktieren und melden und Fotos zuschicken. Und das Ergebnis wird natürlich überwacht. Ich würde jedem die Operation bei Dr. Czinnik empfehlen. Ihr macht alles richtig, wenn ihr herkommt. Das ist super hier, die Betreuung ist super, das Personal ist professionell und ich würde auf jeden Fall ein zweites Mal wieder herkommen, ohne mit der Wimpern zu zögern. Also nochmal vielen Dank an Dr. Czinnik, an seine Praxis, an sein Team, an alle seine Mitarbeiter, die sich von der ersten Sekunde an von Deutschland in Istanbul und wieder in Deutschland, wo ich zu Hause war, um mich gekümmert haben, mich betreut haben, mir das Gefühl gegeben haben, dass ich hier sehr, sehr wohl aufgehoben bin. Vielen Dank und alles Gute.